Ja, hallo Mädels und Jungs. Wie schon sehr lange angekündigt, ein Video über Ventile einstellen und wie ihr das macht. Was braucht ihr dazu? Ihr braucht so etwas. Das ist eine Leere, mit der man den Spalt oder den Zwischenraum von einigen Dingen einstellen kann, wie eben Ventile. Und ihr habt dann überall die Bezeichnung drauf, wie stark das ist. Das ist 1 Millimeter, also 100 ist 1 Millimeter, das sind 0,8 Millimeter und hier 0,3 und das geht hinunter bis 0,5 Millimeter. Das werdet ihr brauchen, um diesen Abstand zu messen. Ja, Ventile einstellen, wann macht man das? Immer dann, wenn der Motor ausgekühlt ist. Also nicht abstellen und warten, bis er kalt ist, sondern wirklich über die Nacht stehen lassen oder einen ganzen Tag stehen lassen, damit der Motor auch wirklich bis in den Kern hinein erkaltet ist. Und dann braucht ihr natürlich auch noch die Maße, wie man das einstellt. Das ist hier sehr einfach anhand der Service-Wartungs- Valve Clearance, also der Ventilabstand für Einlass oder in 0,08 bis 0,13 mm, also am besten auf 10 einstellen. Und für Auslass oder Ex hat man dann 0,17 bis 0,22 mm. Ja, damit man sich auf die Mitte einstellt, stellt man Einlass oder In mit 0,10 ein, Auslass X mit 0,20. Ja, damit ihr dann auch noch wisst, wie man die einzelnen Schrauben anzieht, mit wie viel Newtonmeter, gibt es hier auch noch eine gute Tabelle, damit ihr dann auch seht, Räder, Radbolzen etc. Zum Beispiel auch Bremsen, wie sie angezogen gehören. Ja, und dann gibt es natürlich am Schluss von diesem Manual sind hier alle Servicedaten aufgeführt. Hier auch nochmal die Ein- und Auslassventile bzw. die ganzen Toleranzen der Ventile, wie lang der Schaft sein darf, der Sitz etc. Dann Camshaft Zylinderheit, dann Zylinder und Piston und Piston Ring, ja, Crankshaft, also die Kurbelwelle, Ölpumpe, Clutch oder die Kupplung, Transmission, Drivechain, also das Getriebe und die Antriebskette, Carburetor. Hier ist der Vergaser aufgeführt mit den Einstellungen und Toleranzen. Dann hinten nochmal der Carburetor weiter, dann Electrical, also die ganze elektrische Anlage, dann Brake and Wheel, die Abmessungen und die speziellen Maße von den Reifen, ja, Suspension, also die Federung und Fuel and Oil, also die Ölmenge, die in den einzelnen ähm, Behälter hineingehören, Motor, auch für den Tank und so weiter. Ja. Ja, wenn ihr das habt, dann geht es eigentlich relativ einfach. Anhand der Freewind ist das deswegen sehr einfach, weil sie hat Kipphebeln. Das heißt, die Kurbelwelle treibt die Steuerkette an. Über die Steuerkette wird oben die Nockenwelle angetrieben und über die Nockenwelle
wird ein Hebel betätigt, von unten nach oben gedrückt, und dieser Hebel drückt dann, ist auf einem Gelenk gelagert und drückt dann auf das Ventil, und dort, wo er aufs Ventil drauf drückt, ist eine Einstellschraube, mit der man das Spiel einstellen kann. Ja, und wenn ihr die Ventile sucht, die sind hier unten, ist ein Deckel, und hier hinter dem Tankanschluss ist auch noch ein Deckel, und hier darunter haben sich die Einstellschrauben von den Kiephebeln versteckt. Und ja, jetzt natürlich muss man eine Freewind ein wenig strippen, und zwar geht das relativ einfach. Freewind, Baby, strip für mich. Ja, und wir haben es geschafft, und hier seht ihr die Deckel vorne und hinten, unter denen die Kiephebeln versteckt sind, die auf die Ventile drücken, und die montieren wir noch ab, inklusive diesem Unterdruck, und dann können wir in Ruhe und ohne Behinderung arbeiten. Ja, und hier sieht man die Kiephebeln. Hier oben ist ein Vierkant, und das ist die Mutter, mit der man es fixiert. Ja, und jetzt beim Einlass 10 mm probieren wir, ob wir hineinkommen. Und natürlich müsst ihr schauen, dass das Ventil nicht belastet ist, und ja, sollte dann schön zügig durchgehen. Ja, erwischt. Ja, geht wirklich sehr zügig durch. Das andere habe ich schon kontrolliert. Ja, und das war es eigentlich. Somit könnt ihr das Einlassventil wieder den Deckel draufschrauben, und ist nur mehr das Auslassventil zu kontrollieren. Okay, hier kann man es vielleicht etwas besser sehen. Hier sind die Kiephebeln, und jetzt hört mal kurz zu, damit ihr hören könnt, ob sie Luft haben. Wenn ihr das Klacken gehört habt, dann seht ihr, dass sie sich ein wenig bewegt haben und dass sie auch Luft haben. Und ich habe sie vorhin schon kontrolliert, aber jetzt für euch, damit ihr es sehen könnt, einfach mit der Leere hinein, durchziehen. Ja, genau, funktioniert. Einen leichten Druck und erledigt. Ja, im Prinzip war es das. Die Ventile sind kontrolliert, jetzt wieder alles zusammenbauen und dann das normale Service machen, aber vorher etwas warm fahren, damit das Öl besser herausfließt. Also wie ihr seht, relativ einfach. Hier sieht man schön den Vierkant, mit dem man die Schraube rein und raus schraubt und damit das Spiel an den Ventilen einstellen kann. Und das hier ist die Kontramutter oder die Mutter zum Fixieren. Wenn man die anzieht, dann ist die Schraube, die auf das Ventil drückt, fixiert. Ja, und hier an dieser Schraube ist eigentlich der Bolzen von dem Kiephebel drinnen, und hier liegt die Nockenwelle mit den Nocken, und die drückt auf den Hebel, und damit werden die Ventile runtergedrückt. Also relativ einfach. Und ja, ist keine Hexerei, leicht zu machen. Nur ein bisschen schwierig, weil man bei der Freewind sehr viel abbauen muss. Also sie hat einen Strip für mich gemacht, mein Baby, aber ohne den kommt ihr nicht dazu. Weil das Ventil einstellen selbst ist dann eine Arbeit von knapp 5 Minuten.
das Abbauen und das Zusammenbauen aber dann insgesamt eine Arbeit von circa einer Stunde. Also mehr Aufwand fürs Ventile einstellen als eigentlich notwendig, aber man muss den Tank abnehmen, weil der Tank hier mit den Wangen ganz weit herunter reicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt am Zusammenbauen, dann natürlich ein Service durchführen und dann geht es in die neue Motorradsaison. Für euch bleibt mir nur mal eines zu sagen: oben bleiben. Wir sehen uns.